Zu DDR-Zeiten ein Kind sein in einer christlichen Familie. Das war immer ein Leben in zwei Welten, weil man zu Hause Dinge anders gehört hat als in der Schule. Und gerade als Kind, da lebt man ja von seinen Bezugspersonen, von denen, die man so als Vorbild hat, die für einen wichtig sind. Und das sind die Eltern, das sind genauso die Lehrer. Und wenn die Lehrer so ganz anderes erzählen als die Eltern, das ist schwierig. Das muss man auch erstmal als Kind ein Stück herausbekommen, dass da etwas anders ist und warum das anders ist. Ja? Und das war schon manchmal komisch. Zum Beispiel, wenn in der Schule erzählt wurde, dass es ja böse Radiosender gibt, die man nicht hören darf. Ja? Und es sollen sich doch mal alle Kinder melden, die schon mal diesen Radiosender gehört haben oder deren Eltern das hören. Ich war mir ganz sicher, meine Eltern sind liebe Eltern, deswegen würden die nie einen bösen Radiosender hören. Und ich habe dann meine Eltern zu Hause, oder habe ihnen das erzählt. In der Schule sind wir gefragt worden, ob denn jemand Deutschlandfunk höre. Und da hätte ich gesagt, nein, sowas Böses tun wir nicht. Und da haben meine Eltern geantwortet, wir haben noch nie einen anderen Sender gehört als den Deutschlandfunk. Ja? Also das ist für mich so die älteste Erinnerung daran, diese eigentlich schizophrene Parallelität. In der DDR gehörte die Theologie an jeder Universität dazu. Das hat mit ganz alten mittelalterlichen Universitätsverständnis zu tun, dass Theologie sein muss. Ansonsten ist man international nicht als Universität anerkannt. Von daher hatten wir also auch an der Karl-Marx-Universität Leipzig, wo ich studiert habe, eine Sektion Theologie. Aber wir hatten dort zum Beispiel auch dann Unterricht, Vorlesungen in Marxismus, Leninismus, wo wir uns natürlich, die wir Theologie studiert haben, oftmals auch sehr belustigt haben, weil wir einfach auch die Dozenten da gefragt haben nach Dingen, das kann doch nicht sein und was erzählt ihr uns hier? Ja? Und die Dozenten waren ganz klar bei ihrer Linie, ja, so ist das und so muss das sein und wenn es nicht so ist, dann ist es eben das Ideal, was noch nicht erreicht ist, was wir aber auf jeden Fall wollen. Und auf der anderen Seite ist es dann schon passiert, dass Klausuren geschrieben wurden und da bekam mal jemand seine Klausur doppelt zurück. Das heißt, sie haben alle Klausuren heimlich fotokopiert und haben dann Berichte geschrieben. Ich habe später einen dieser Berichte über mich gelesen. Da stand drin, Möller sagt, dass er jetzt gar nichts mehr sagt, weil hier ja ohnehin alles mitgeschrieben würde. Das haben die sogar in den Bericht reingeschrieben. Also ich hatte ja recht in meiner Behauptung, dass alles mitgeschrieben wird. Ja, das war albern, das Ganze. Aber wir haben eine gute theologische Ausbildung gehabt. Das durchaus. Also das war einfach möglich. Und das war gut so. Also man muss grundsätzlich erstmal vielleicht unterscheiden, dass wir hier nicht so unterdrückt waren wie zum Beispiel in Lateinamerika. Ja? Also ein so aktiver Protest und Widerstand wie zum Beispiel in Lateinamerika, das war hier nicht nötig. Wir haben ja hier trotz DDR, trotz Staatssicherheit und aller Unterdrückung, aber wir haben hier sicher gelebt. Wir hatten zu essen und so weiter. Ja, wir hatten Arbeit. Das war nicht so das Problem. Es war eher der Anspruch des Staates, das Leben zu regeln und zu befehlen, was man denken darf. Das war der springende Punkt. Und dort hat die Kirche, vor allem die evangelische Kirche, immer wieder auch auf diese Freiheit plädiert, die der Mensch braucht zum Denken, sich zu entfalten, ja, auch aus der Theologie heraus, aus dem biblischen Zeugnis heraus, versucht zu argumentieren, mit der Staatsführung zu verhandeln.
Und natürlich gab es dann auch im Schutz der Kirche als Institution, im Schutz der Kirchgemeinden viele Gruppen, die sich hier getroffen haben. Da ging es um Ökologie, also nicht so viel Umweltverschmutzung durch die Industrie. Ja. Es ging um Frage von Gerechtigkeit und Frieden und ein ganz starkes Engagement der Kirchen gegen die Aufrüstung, gegen Militarisierung. Da ist vieles unter dem Dach der Kirche gewesen, wie wir das immer so bezeichnet haben. Aber schon auch der Versuch, mit dem Staat zu argumentieren, ja, argumentativ heranzukommen, nicht mit Gewalt. Das war ganz wesentlich, nicht mit Gewalt, sondern in Verhandlungen versuchen. Das ist nicht immer geglückt mit solchen Verhandlungen. Die Kirche hat nicht immer etwas erreichen können, auch wenn der Bischof zum Staatsratsvorsitzenden gefahren ist und mit dem verhandelt hat. Das waren nicht immer glückliche Verhandlungen. Aber wir haben dann in den Gemeinden versucht, einfach auch unser Ding zu machen, wie wir das immer genannt haben. Also einfach zu leben nach den Vorstellungen, die wir haben und uns nicht beeinflussen und beeindrucken zu lassen von dem, was von uns gefordert ist, von Staatswegen, sondern das zu tun, was sie für richtig halten. Das ist vielleicht das Wichtige, das ist die beste Formulierung. Also ein gerechtes Leben gegenüber eben der Umwelt, gegenüber unseren Mitmenschen, keine Ausbeutung, keine Unterdrückung und all das. Ja. Und dort gab es auch dann Aktionen aus solchen Gruppen heraus, die von Seiten der Landeskirche auch immer gedeckt worden sind. Das war unsere Freiheit, die wir hatten in der DDR, das muss man deutlich sagen. Das gab es zum Beispiel in der CSSR überhaupt nicht. In der CSSR war die Kirche ja Staatskirche. Da waren die Pfarrer vom Staat bezahlt. Das wäre hier in der DDR undenkbar gewesen. Da war die Kirche wirklich in sich wie ein kleiner Staat im Staate. Mit nicht viel Macht, aber doch mit einer Wirkung nach außen. Gerade unser sächsischer Bischof, der heute noch hier in der Gemeinde bei uns lebt, als sehr alter Mann, der hat ganz viel verhandelt und versucht, auf Vernunft zu plädieren, ja, und hat da manches auch erreicht. Das war gut für uns. Aber wir hatten da auch schon Freiheiten, das ist uns durchaus bewusst. Auch wenn in vielen dieser Gemeindegruppen auch Leute von der Staatssicherheit eingeschleust waren. Auch das wussten wir. Aber damit haben wir einfach gelebt und haben uns selbst gesagt, wir müssen offen und ehrlich sagen, was wir meinen, und wir stehen dazu. Wir gehen damit kein Risiko ein wie zur Zeit des Nationalsozialismus, das muss man auch sagen. Diese Freiheit hatten wir in der DDR, aber wir müssen damit rechnen, dass man uns dafür belangt, dass man uns dafür bestraft oder dass auch jemand eingesperrt wird. Aber wir wollen ehrlich leben, ja? Und auch nicht in Angst leben. Also von wegen jetzt, das kannst du nur dem erzählen und das nur dem erzählen, sondern schon, dafür stehe ich und das darf jeder hören, denn das finde ich wichtig und richtig. Bluesmessen. Musik hat immer eine große Rolle gespielt und es ist gerade in dieser sehr eingeschränkten Kultur, die in der DDR genehmigt war, doch eine ganze Menge Subkultur entstanden, wo einfach Menschen gesagt haben, das, was ich dort machen soll von Staatswegen, das ist mir zu wenig, ich will noch was anderes machen, und so hat man das heimlich gemacht. Und so ist zum Beispiel auch eben entstanden innerhalb von Kirchgemeinden diese Möglichkeit, andere Gottesdienste zu feiern oder andere Konzerte zu geben. Alles immer unter dem Dach der Kirche. Ja? Das heißt nicht, dass die Kirche einfach alles mit sich hat machen lassen, sondern das waren ja vor allen Dingen auch Menschen, die aus christlichen Zusammenhängen kamen, aus christlichen Familien mit christlicher Überzeugung, die gesagt haben, wir wollen noch eine andere Kultur haben.
weil wir das aus dem, was wir in der Bibel lesen und aus unserer christlichen Überzeugung anders empfinden. Und deswegen haben sie eben auch in kirchlichen Räumen geprobt, haben in kirchlichen Räumen andere Konzepte und Ideen entwickelt. Und so sind dann auch diese Bluesmessen entstanden. Also als eine Art Gottesdienst eigentlich, wo man auch so spirituelle, religiöse Elemente mit drin hatte, wo dann ganz viele gekommen sind, einfach weil es auch eine Musik war, die es sonst nicht gab, die der Staat sonst so nicht geduldet hat, dafür keine Lizenz erteilt hat für öffentliche Konzerte. Also fand das in der Kirche statt. Das hat allerdings schon damals auch hier zu ersten schwerwiegenden Auseinandersetzungen geführt, gerade hier in der Martin-Luther-Kirche. Da hat es dann bei einer Bluesmesse ganz schlimme Übergriffe gegeben von Neonazis. Offiziell gab es keine Neonazis in der DDR. Wir waren ja alle vom Nationalsozialismus völlig befreit und geheilt. Das war zumindest die offizielle Version, die man immer gesagt hat. Aber es gab schon damals eine ganze Reihe Skinheads und Menschen, die rechten Gedankengut angehangen haben. Der Staat hat das nie wahrhaben wollen. Das hieß immer, das sind irgendwelche subversiven Elemente oder sowas, ja, oder Arbeitsscheue. Aber dass sie wirklich knallhart rechtsradikal waren, das ist so nie zugegeben worden. Also das Problem des Rechtsextremismus, was wir heute in Ostdeutschland ja sehr haben, das ist kein Phänomen, was nach der Wende erst gekommen ist. Das gab es schon vorher. Nur weil es eben damals total totgeschwiegen worden ist. Deswegen konnte es überhaupt solche Wurzeln treiben.